Hallo, ich bin der Manuel Schad von SRS Sports. Heute Technik. Wir bauen ein LC4 Rahmenheck für die Nummer 186. Wie ihr seht, das Motorrad wird später irgendwann vorgestellt. Hier Rallye Tower von Radegarage, SWT Tank. Ich finde, in Kombi passt es ganz gut zusammen. Wir haben hier unser Tank angebracht. Da unten fehlt noch die Hülse. Das wollte ich euch mal zeigen, wie das in echt aussieht. Also an dem Rahmen sind die Laschen schon angebracht. Wenn man einen Tank kauft, kann man ein Befestigungskit miterwerben. Da wird es hier geklemmt, aber zum Anbau machen wir ein extra Video irgendwann mal. Und dann kommen diese Hülsen, weil jemand gefragt hat, für was die sind, als Abstandshülsen rein, damit der Gummi nicht so euch zusammengedrückt wird. Immer traurig, dass ich sowas in einer E-Mail beantworten muss. Aber es gibt halt Leute, die wissen nicht, für was Abstandshülsen gibt. Ne? Hinten sieht die Sache folgendermaßen aus. Pass auf, das ist noch heiß. Wir haben hier unseren Schmetterling-Flügel verbaut, sieht man den? Der einfach um den Rahmen gelegt wird, das ist alles jetzt nicht angezogen, das ist nur vormontiert. Und hier sind genauso die Abstandshülsen mit drin. Warum schweiße ich hinten nicht gleich die Halterung an den Rahmen an? Weil ich der Meinung bin, dass wenn man einen kleinen Tank fahren will, dass man, wenn man einen Originaltank fahren will, mit der Klammer viel besser fährt, als wenn man dann so eine Blechkonstruktion anbringen muss, um den Tank hinten an der Falz zu klammern. Daher ist es hinten für mich als Schraubkonstruktion viel besser. So, das ist jetzt die Basis des Motorrads, hat der Tobi so angeliefert, mit dem Tank, mit der Verkleidung und hat gesagt, er möchte ein LC4 Rahmenheck. Wir haben ein paar Rohre zurechtgeschnitten, ein paar Bleche geschnitten, ein paar Stangen abgelenkt, ein paar Halterungen gemacht und das Ergebnis ist die Konstruktion. Die unterscheidet sich deutlich von den Mitbewerbern. Wir haben hier noch was Stabiles draufgeschweißt. Das hat diesen Sinn, dass der Tobi später, wenn er sagt, ich möchte eine Gepäckrolle haben, Enduristan-Tasche, Hecktasche, Koffer, irgendwas, er kann auf dieser Basis arbeiten. Es trägt also nicht der Kotflügel sein Gepäck, sondern diese Konstruktion. Da kann man Löcher einbringen, kann durchbohren durch den Kunststoffkotflügel mit solchen Hülsen und kann dann den Kotflügel entlasten und obendrauf eine Aluplatte machen. Aktuell braucht er das nicht. Warum haben wir da zwei Löcher drin? Weil wir unser Motorrad ab und zu mal transportieren müssen. Ideal, um einen Schlupf durchzumachen. Schlupf im Anhänger oder mit dem Haken einhaken und festzurren. Das ist das, was mir total ankotzt, dass an so einem Motorrad heute überhaupt keine Möglichkeit mehr ist, das festzubinden. KTM 690 ist der ideales Beispiel dafür. Da ist das Heck der Tank. Und da sollst du dann das irgendwie im Anhänger festzurren. Da wird es ja richtig schlecht. Ne? Ich nehme dann meistens die Fußrastenaufnahmen, aber von der Position wäre hier oben ja viel besser. Daher zwei Löcher, geht wunderbar. Einfach einhaken, sichern. Ja, dann hier kleine Verstärkungen. Hier auch nochmal die gleiche Möglichkeit, aber das hat mehr optische Gründe, dass wir auch hier ein Loch drin haben. Die Aufnahmen hier unten, die sind vorgefräst, die werden dann angeschweißt. Hier, wer unsere Videos anschaut, hier unterscheiden sich unsere Hacks immer. Ich weiß nicht, wie groß der Tobi wirklich ist, aber der größte ist er nicht. Deshalb haben wir das ganz niedrig gewählt, sodass wir fast auf dem Rahmen aufliegen. Wenn wir noch tiefer gehen würden, also hier im Anschluss, dann würde leider die Sitzbank nichts mehr passen. Was ich euch heute fragen könnte, ist, was ihr vorne mit der Verkleidung machen wollt. Wie ihr euch das vorstellen könnt.
Die Verkleidung ist vom ADM EXC, die 300er 2017er Baujahr. Ja, also für die BMW selber und SWT-Modelle hat der Radegarage einfach noch nichts. Ne? Ich kann es gar nicht nachvollziehen. So todtraurig. Zu dieser Verkleidung gehören die Seitenpaneelen und die halten wir jetzt mal hin. Original wäre das so da drauf. Ja, und jetzt ist so die Frage, wir haben uns überlegt, ob man die Löcher neu bohrt. Wer würden wir hierher kommen? Das wäre so der beste Anschluss zum Tank, ne? Aber dann bräuchten wir hier nochmal eine Aufnahme rüberwärts. Also der Lenkanschlag geht bis hierher, also hier könnten wir es rauf machen. Oder ob man sie einfach absägt und nur so als Spoiler lässt. Und da wäre es schön, wenn ihr euren Kommentar mal drunter schreibt und uns sagt, was ihr geil findet. Also abschneiden, stehen lassen, anpassen oder überhaupt. Braucht man die? Ich bin mir nicht wirklich sicher, weil so ist das alles schön frei, man kommt hin. Ich glaube auch, dass man den Windschutz nicht braucht, weil hinter diesem Tank ist man eh geschützt. Dahinter zum Heck. Auspuff ist an dem Motorrad Edelweiß Auspuff, falls jemand nachfragt. Vom Dirk Schäffer. Der ist vor ungefähr 1,5 Jahren verstorben. Und ich habe mal nachgefragt, wer der Hersteller war. Ich habe immer auf GBR getippt. Aber ich weiß es nicht, also da hat sich auch keiner mehr gemeldet. Ne? Wäre cool gewesen, wenn wir das Geschäft hätten weitermachen können, weil von der Optik her sind sie schön. Hier der LC4 Kotflügel. Sitzbank ist hier abgesägt, die geht normal bis da vorne noch. Wir haben jetzt einfach mal den Stoff noch stehen gelassen. Die wird hier dann durchs Rahmenheck verschraubt. Und sitzt dann so drauf. Wir haben einen leichten Versatz, aber das ist bei dem Tank auch nicht anders möglich, weil wenn wir die Linie nehmen, müssen wir den entweder ewig weit hochbauen oder die Sitzbank ganz tief setzen. Hier kann man sich streiten, ob man das jetzt weitermachen will. Die Kante kann man ein bisschen wegsägen, dann sieht das schön aus. Man muss nicht unbedingt hier Nummerntafeln-Träger haben. Man kann schön arbeiten, man kommt hier zum Fixieren noch super hin. Aus unserem Shop die UFO Polysportlösung mit dem LED in Rot. Und das sitzt dann so darunter. Bisschen weiter rein. Dann sieht man das Licht auch gut, wenn das da im Schatten ist. Und sieht sportlich aus. Schon mega, ne? Das Rücklicht eignet sich also wunderbar, hat Bremslicht, hat normales Licht und hat hier die Nummernschildbeleuchtung, alles geprüft und hat genug Platz für die Blinker. Das war so technisch zum LC4 Heck. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder gute Ideen, dann schreibt sie drunter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like. Ich hoffe, ihr bleibt unserem Kanal treu. Und wir schauen, dass wir euch technisch einfach weiter versorgen. Das war's für heute. Bis bald, euer Manuel Schad von SOD Sports.